Hi und herzlich willkommen. Heute geht es um das 35er der F2-Serie, das Nifty 50. Genauer gesagt das Fujinion XF 35 mm mit durchgängiger Blende F2. Und wenn man es noch genauer nimmt, entspricht es auch nicht 50 mm im Kleinbildformat, sondern 53 mm. Das 35er aka 50 mm lässt sich für fast alles einsetzen, von der Landschaft bis hin zum Porträt. Und gehört für mich neben dem 23er aka 35 mm zur Grundausstattung bei Festbrennweiten. Zum 23er aus der F2-Serie habe ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie auch das 23er ist das 35er ebenfalls voll kompatibel mit den 49 Megapixel Sensoren der X-T5 oder XH2. Aktuell bekommt man es für ca. 400 € und bietet somit ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, was Bildqualität und Lichtstärke angeht. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie ihr wahrscheinlich schon an den Fotos gesehen habt, war das 35er mit den Norwegen am Bodensee, in der Schweiz sowie in Spanien. Mit seiner leichten und kompakten Bauweise, einer Größe von 5 cm und gerade mal 170 Gramm passt es in jede Tasche und ist somit immer dabei. Wie auch das 23 mm hat das 35er ebenfalls ein Metallgehäuse. Der Fokusring ist angenehm zu bedienen und auch der Blendenring rastet sehr schön. Wie bei allen Objektiven dieser Serie lässt sich die Blendenautomatik aber nicht arretieren, beziehungsweise gibt es keinen Sperrschalter dafür. Das 35er ist ebenfalls spritzwasser- und staubgeschützt und lässt sich bis zu -10 Grad laut Fuji einsetzen. Für mich ein absolut wichtiger Punkt, denn in Norwegen war Regen fast täglich angesagt. Das 35er besitzt denselben Filterdurchmesser wie das 23er von 43 mm. Das ist super praktisch, denn dann muss man nicht immer doppelt kaufen oder Step-Up-Ringe einsetzen. Wie bei allen anderen Objektiven dieser Serie ist im Lieferumfang enthalten der vordere Objektivdeckel, der hintere Objektivdeckel, eine Gegenlichtblende sowie ein Einschlagtuch. Laut Fujifilm-Messung und SIPA-Standard beträgt die Autofokusgeschwindigkeit 0,08 Sekunden im Boost-Modus und durch das Innenfokussystem mit dem Schrittmotor erhält man somit einen leisen, genauen und schnellen Autofokus. Somit also auch ideal für Schnappschüsse oder Streetfotografie. Sowohl an der X-T4 als auch an der X-T5 hatte ich bisher noch keine Probleme, weder im Single-Shot-Autofokus noch im Continuous-Autofokus. Beim Filmen würde ich aber eher den manuellen Fokus empfehlen, denn sowohl an der X-T4 als auch an der X-T5 hatte ich damit leichtes Focus-Breathing. Zusammenfassend kann man also sagen, mit dem 35er bekommt man ein Objektiv mit sehr guter Bildqualität und Schärfe. Und das auch schon bei Offenblende, was sich natürlich durch das Abblenden auch noch steigern lässt. Was mich beim 35er immer wieder erstaunt, ist die Abbildungsqualität, insbesondere bei der kompakten Bauweise und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schärfe bei Offenblende in der Bildmitte ist tadellos und nimmt natürlich wie bei allen Objektiven dieser Art zum Bildrand hin etwas ab, was sich aber durch Abblenden von 1 bis 2 Stufen leicht korrigieren lässt. Im direkten Vergleich zum 23er empfinde ich das 35er als einen Ticken schärfer, sowohl in der Bildmitte als auch bei den Bildrändern. Bedingt durch die Brennweite lässt sich mit dem 35er auch ein schöneres Bokeh erzeugen wie mit dem 23er. Und mit einer Naheinstellgrenze von nur 17 cm kann man relativ nah an die Objekte ran. Da das 35er in seiner optischen Konstruktion nur aus 9 Elementen besteht, ist es sogar etwas kleiner als das 23er. Und für mich somit auch umso erstaunlicher, was dieses kleine Teil an Bildqualität und Schärfe produziert. Das Thema Sonnenblende gestaltet sich ähnlich wie beim 23er. Auch hier ist die Sonnenblende nicht besonders groß und somit stelle ich auch den Wirkungsgrad etwas in Frage. Fairerweise muss ich aber auch dazu sagen, dass ich mit dem 35er noch nicht in diesen Situationen war, beziehungsweise vom 23er weiß, wie man Lensflares und Fallschlichteinfluss vermeiden kann. Wer gerne eine größere Sonnenblende hätte, der findet sicherlich bei den Drittherstellern etwas. Mich persönlich stört die Größe nicht, sie kommt mir eher entgegen. Zum einen benötige ich keinen Schutzfilter und zum anderen spart mir das Ganze Platz. Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall auch noch, dass der Objektivdeckel sowohl mit als auch ohne Sonnenblende angebracht werden kann.
Wer abends gerne in der Stadt unterwegs ist, der weiß ein lichtstarkes Objektiv zu schätzen. Für diese nächtlichen Citywalks nutze ich gerne das 23er, aber noch viel lieber das 35er. Klarer Vorteil am 35er ist, dass man etwas mehr Abstand zu den Objekten oder Motiven haben kann und zum anderen die höhere Kompression durch die Brennweite. Mit der Offenblende von f2 kann man optimal das Restlicht nutzen, muss den ISO nicht so pushen und hat somit weniger Rauschen und eine bessere Bildqualität. Je nach Lichtsituation bin ich hier meistens im manuellen Modus mit Offenblende unterwegs und einer Verschlusszeit zwischen 100 und 250. Zusätzlich steuere ich noch den ISO manuell, wer möchte kann diesen aber auch auf die ISO-Automatik einstellen. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte es unbedingt mal versuchen. Wer sich nicht entscheiden kann zwischen 23, 35 oder vielleicht sogar 50 mm Brennweite, der kann das jederzeit mit seinem Zoom testen. Und wer Lightroom hat, der kann beispielsweise auch nachschauen, welche Brennweite er mit seinem Zoom am meisten genutzt hat. Alternativ zum 35er gibt es bei Fuji auch noch das 33er mit einer Offenblende von 1.4. Für mich ebenfalls ein Traumobjektiv, aber auch doppelt so schwer und doppelt so teuer. Und nicht zu vergessen natürlich das alte 35er, ebenfalls mit einer Offenblende von 1.4, das aber nicht wetterfest ist. Wer es aber lieber klein, leicht und kompakt mag, der kann mit dem 35 mm f2 absolut nichts falsch machen. Für gerade mal 400 € bekommt man hier Top-Bildqualität, Schärfe, ein wunderschönes Bokeh und Lichtstärke. Damit wären wir für heute aber auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Like. Weitere Fuji-Videos findet ihr in der Playlist Fujifilm auf meinem Kanal und aktuelle Bilder gibt's wie immer auf Insta. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.